Hallo zusammen zu einem weiteren Video. Ja, heute ist es soweit. Heute geht es der Banane an den Kragen, beziehungsweise wir liefern die Banane heute ans Messer. Wir werden sie heute kappen, sie winterhart einpacken. Dies und mehr gibt's jetzt. So, hier seht ihr, was wir alles für die Überwinterung brauchen für unsere Banane. Wir haben einmal Stroh. Ihr könnt natürlich auch optional trockenes Laub verwenden. Es ist nur wichtig, dass das Laub wirklich trocken ist. Ansonsten kann es euch passieren, dass euch die Banane anfängt zu faulen und ja, das wäre natürlich nicht so toll. Es könnte sein, dass sie dann im Neujahr nicht mehr austreibt. Von dem her, ich präferiere hier trockenes Stroh. Wir benötigen ein scharfes Messer oder auch eine Säge, um die Banane zu kappen. Wir benötigen einen Bindedraht, ja, eine Art Maschendrahtzaun, den ich hier habe. Und letztendlich habe ich noch, um die Banane vor Regen und vor Schnee zu schützen, habe ich hier noch einen Deckel. Das ist ein Deckel für eine gewöhnliche Regentonne, den bekommt man in jedem Baumarkt. Und noch zusätzlich ein Vlies, ein Wintervlies, das nachher das Ganze nochmal schützen soll vor Wind und vor Regen. Das Allerwichtigste ist zunächst die Höhe. Ja, in welcher Höhe kappen wir die Banane? Als Grundregel gilt, je höher ihr den Stamm überwintert, desto besser geht es der Banane im Frühjahr, desto besser treibt sie neu aus. Ihr müsst natürlich schauen, dass ihr euren Winterschutz dementsprechend hoch setzt. Von dem her, je nachdem, was ihr für einen Zaun habt, was ihr für Dämmungsmaterial habt, könnt ihr die Größe flexibel auswählen. Mein Zaun ist ca. 1 Meter hoch, von dem her werde ich die Banane bei ca. 70 cm kappen, sodass wir einfach nach oben hin auch noch etwas Dämmschutz haben. Los geht's! Wir entfernen erstmal die Blätter. Hier sieht man auch gut die Blattscheide hier. Eine Banane hat ja keinen Stamm, es ist ein sogenannter Scheinstamm, der aus vielen Schichten besteht und man sieht hier auch das Wasser rauslaufen. Er speichert hier zwischen diesen Schichten das Wasser. Ich werde das jetzt rundherum machen mit allen Neuaustrieben und bin gleich wieder bei euch. Ja, so schaut das Ganze jetzt aus. Die ganzen Ableger sind abgetrennt. Und hier sieht man nochmal die einzelnen Blattschichten. Heute scheint die Sonne, das ist ganz gut. So können die Schnittmunden noch etwas abtrocknen. Ganz wichtig hierbei ist beim Schnitt, dass ihr nicht waagerecht schneidet, sondern dass ihr in einem Winkel schneidet, sodass überschüssiges Wasser auch später noch ablaufen kann und dass dieses Wasser nicht oben auf der Oberfläche sammelt und dann eben auch zu Fäulnis führt. So, und jetzt kommt der Hauptstamm ab. Schaut euch das mal an, Wahnsinn. Ja, das Wasser tropft hier natürlich runter, wenn man hier drückt. Kommt noch etwas mehr.
So, es ist voll glückt. Ist mir nicht leicht gefallen, aber muss leider sein. Der Stamm ist noch etwas zu hoch, aber jetzt ist er leichter zu handeln. Und ja, wir kürzen ihn jetzt noch mal ein Stück, ungefähr auf diese Höhe, sodass er noch 60 bis 70 cm hoch ist. Und dann packen wir ein. Mit einem scharfen Messer gelingt euch der Schnitt am besten. Man kann es auch mit einer Gartensäge machen, aber da ist die Chance größer, dass Verschmutzungen dann an die Oberfläche kommt. Von dem her habe ich mir hier ein sehr scharfes Küchenmesser hier zur Hilfe genommen, das ich zukünftig für den Garten einsetze. Und ja, das würde ich euch auch empfehlen, besorgt euch ein sehr scharfes Messer. Was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, ist, dass ihr noch Asche braucht. Diese Asche könnt ihr ganz einfach von eurem Kachelofen nehmen, und wenn ihr dort keinen zur Hand habt, dann nehmt ihr einfach normale, gewöhnliche Grillkohle und zerstampft diese ein bisschen. Diese Asche, die streuen wir jetzt über die Schnittwunde. Die versiegelt und desinfiziert die Schnittwunde ein wenig. Bevor wir das machen, tupfen wir die Banane noch trocken und dann verstreuen wir die Asche über die Schnittwunden. Das ist ganz wichtig. Ich habe die Banane die letzten Tage, Wochen beobachtet. Es war dort kein Neuaustrieb mehr zu sehen. Das bedeutet, die Banane hat schon jetzt ihr Wachstum eingestellt. Und wenn wir die Asche jetzt über die Schnittwunde streuen, dann versiegeln wir das Ganze ein bisschen und es trocknet ein wenig zusammen. Das möchten wir auch. Und dann hoffentlich im Frühjahr kommt der Neuaustrieb dann durch die Mitte des Scheinstamms raus und ja, los geht's. Einfach drauf streuen, bisschen verreiben, auch auf die kleinere. Ja, schaut euch mal die ganzen Blätter an und den Stamm hier. Es ist wirklich einiges an Grünzeugs, das hier angefallen ist. Das wird nachher alles noch klein geschnitten und kompostiert. Man kann die Bananenblätter auch zum Dämmen nehmen. Allerdings würde ich davon abraten, denn die Bananenblätter, die vergehen natürlich auch für Dünger. Ja, als Dünger kann man die natürlich um die Banane drum herum legen. Dann wird das wieder natürlich kompostiert. So wird es auch auf den Bananenplantagen gemacht. Aber ich glaube, bei uns sind die auf jeden Fall besser aufgehoben auf dem Kompost. So, wir schauen uns mal an. Ich habe hier schon etwas vorgearbeitet. Ich habe hier 4 Pfeiler in die Erde gesteckt. Ihr könnt da Bambusstäbe nehmen oder ihr könnt auch irgendwelche Stahlstäbe nehmen, die ihr noch habt. Und mit diesem Zaun hier drumherum gewickelt, befestigt. Und ja, das war es eigentlich schon. Wir füllen jetzt noch Stroh ein und verdichten dieses Stroh. Das zeige ich euch gleich noch. Und dann ist schon mal der größte Step getan hier. So schaut das Ganze jetzt aus. Schaut wirklich, dass ihr das Stroh oder das Laub wirklich komprimiert mit einem Stock nach unten schiebt, sodass auch ganz unten der Frost keine Chance hat, hier einzudringen. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, noch hier eine Lage von dieser Noppenfolie drumherum zu machen.
Ihr könnt dort auch Luftpolsterfolie nehmen. Ich bin nur kein Fan davon, die komplette Banane hier in Kunststoff einzuwickeln, in eine Folie einzuwickeln. Dort kommt überhaupt gar keine Luft rein. Es kann sich Kondenswasser bilden und so auch zu Feuchtigkeit führen. Ich hatte damit schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß, viele machen das so. Es funktioniert wohl auch. Ich präferiere hier aber eine Überwinterung mit luftdurchlässigen Materialien. Die Noppenfolie, die mache ich einfach grob drumherum. Da wird unten noch Luft reinkommen. Oben lasse ich offen, da kommt nur der Deckel drauf. So kann das Stroh auch wieder abtrocknen, sollte sich hier mal Feuchtigkeit bilden, aber trotzdem ist die Banane geschützt. Wenn jetzt hier starker Regen oder Schnee von der Seite kommt, denn das würde das Stroh auch extrem durchfeuchten. Ich mache jetzt das Vlies noch drüber und dann kommt die Noppenfolie drumherum und der Deckel oben drauf. Bis gleich. Hier sieht man nochmal schweren Herzens die abgeschnittene Banane, der obere Teil oder der oberste Teil. Und ja, die Banane bleibt jetzt hier bis circa März, wenn wieder die Sonne länger scheint, wenn die Sonne wieder wärmer scheint. Und da packen wir die Banane dann wieder aus und sind gespannt, ob sich dann ja schon neue Triebe gebildet haben, beziehungsweise ob sich neue Austriebe gebildet haben aus diesen Bananenstümpfen heraus und wie viel überlebt haben, ob die kleinen Kindel überlebt haben. Ich bin sehr gespannt. Das war's für heute. Macht's gut.